Ich habe ein riesiges Problem und dieses Problem heißt Deutsch. Hallo, mein Name ist Demet und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Türke, ich bin in der Türkei geboren und aufgewachsen und habe dort bis zu meinem 30. Lebensjahr gelebt. Jetzt wohne ich in England, aber tief in meinem Herzen bin ich und bleibe ich sehr, sehr türkisch. Bald beginne ich einen neuen Job, bei dem ich fließend Deutsch sprechen soll. Deshalb habe ich beschlossen, diese Videos zu machen, um mich selbst zu einem fließenden Deutschsprecher entwickeln und euch gleichzeitig motivieren, mit mir Deutsch zu lernen. Es wird sicher eine lustige und spannende Reise und ich hoffe, wir können uns dabei gegenseitig unterstützen. Meine Beziehung mit deutscher Sprache begann schon in der Schulzeit. In der Türkei wählt man in der Oberstufe einen Abschnitt und diese Wahl bestimmt die ganze Karriere. Zumindest war das so, als ich zur Schule ging. Ich war in dem Abschnitt mit Mathe, Physik und das allem, weil ich Zahnärztin werden wollte. Wir hatten auch Deutschunterricht, aber der war für mich nicht so wichtig wie meine Hauptfächer. Also habe ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dann etwas ist passiert, etwas Unerwartetes und plötzlich fand ich mich an der Universität, wo ich Deutsch übersetzen und Dolmetschen studierte. Ich war ein Jahr lang in der Vorbereitungsklasse. Dieses Jahr war komplett für Deutschlernen gewidmet und ich habe auch Deutsch gelernt, aber es blieb nie wirklich bei mir hängen, weil Deutsch einfach kein Teil meines Lebens war. Ich habe nur mich im Unterricht darauf konzentriert. So ging das 5 Jahre lang und ich konnte Deutsch nicht wirklich beherrschen. Ich habe 6 Monate in Deutsch in Köln gelebt mit Erasmus-Programm, aber weil mein Deutsch nicht so gut war, habe ich mich nur mit Mexikanern angefreundet. Hallo Anna, falls du zusiehst. Als ich aus Deutschland zurück ins der Türkei kam, war mein Deutschniveau unverändert. In Deutschland konnte außerdem fast jeder Englisch sprechen, also musste ich die Sprache nicht wirklich lernen. Ich habe sogar Bücher aus dem Deutsch ins Türkische übersetzt. Ich habe es immer wieder versucht, aber am Ende bin ich doch immer wieder ins Englische gewechselt, weil Deutsch für mich unüberwindbare Mauer war. Ich habe einige Vorstellungsgespräche, also Interviews für Jobs, bei denen Deutschkenntnisse erforderlich waren. Und dann kommt dieser Moment, ihr wisst schon, der Moment, in dem sie deine Deutschkenntnisse testen wollen. Das war und ist bis heute meine größte Albtraum. Ich habe sogar den Job bekommen, wurde aber schnell in der Position befördert, in dem ich kein Deutsch mehr sprechen musste. Jetzt bin ich 31 Jahre alt und werde in Oktober einen neuen Job anfangen, in dem ich Deutsch sprechen muss. Ich muss also anfangen, ohne nicht zu viel nachzudenken, Deutsch zu sprechen. Genau habe ich diese Serie gestartet, um mich selbst zu zwingen, Deutsch zu sprechen, neue Wörter zu lernen und vielleicht dabei kann ich euch helfen, Deutsch zu lernen, denn ich weiß, es ist sehr hart, Deutsch zu lernen. Die Videos werden kurz und knackig sein, damit werdet ihr noch uns langweilen. Wir können Tipps und Tricks teilen, Deutschfilme, Songs und Kanäle empfehlen, sodass wir zusammen eine kleine Community bilden. In jeder Episode plane ich über ein bestimmtes Thema zu sprechen, zum Beispiel über einen Film, den ich gesehen habe, ein Gericht, das ich gegessen habe oder eine kurze Geschichte wie in diesem Video. Natürlich solltet ihr nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.